willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause ganz einfach leckere Bagels selber machen könnt. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker und 250 Milliliter lauwarmes Wasser dazugeben und dann mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Hefe und Zucker komplett aufgelöst haben. Als nächstes 500 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, das Hefe-Wasser-Gemisch dazu gießen, außerdem einen Teelöffel Salz und einen guten Schuss Olivenöl dazugeben. Alle Zutaten jetzt mit einer Küchenmaschine oder den Händen etwa 4 bis 5 Minuten zu einem glatten, nicht mehr klebrigen Teig verkneten. Den Teig dann mit den Händen zu einer Kugel formen, wieder zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Nach der Ruhezeit sollte sich das Teigvolumen mindestens verdoppelt haben. Dann die Arbeitsplatte etwas einmehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben und jetzt mit den Händen kurz durchkneten. Eine Kugel aus dem Teig formen, mit den Händen etwas flach drücken und anschließend mit einem Nudelholz ausrollen. Nach dem Ausrollen sollte der Teig etwa daumendick sein. Und jetzt nehme ich mir hier einfach so einen großen Kaffeebecher und steche runde Teiglinge aus. Und anschließend einen kleineren Ausstecher hernehmen. Ich habe hier ein Pinchen genommen und mittig einen kleineren Kreis ausstechen und den Teiglingen so die typische Bagelform geben. Danach den überschüssigen Teig vorsichtig abnehmen . Die Bagels dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, nochmals mit einem Küchentuch bedecken und weitere 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Den überschüssigen Teig danach nochmals zusammenkneten und wie gerade gesehen einfach nochmal ausrollen und zu Bagels ausstechen, bis der gesamte Teig aufgebraucht ist. Nach 45 Minuten einen großen Topf mit etwa 2 Litern Wasser erhitzen, etwa 100 Gramm Honig dazugeben und mit einem Schneebesen verrühren. Danach zum Kochen bringen und sobald das Honigwasser köchelt, immer so 3 bis 4 Bagels ins Kochwasser geben, etwa 30 bis 45 Sekunden darin schwimmen lassen. Dann einmal wenden und von der anderen Seite ebenfalls 30 bis 45 Sekunden köcheln lassen. Die Bagels anschließend mit einer Schaumkelle oder einem Pfannenwender aus dem Kochwasser heben, auf einem Gitter abtropfen lassen, dann ein Ei verquirlen und alle Bagels rundherum mit dem verquirlten Ei einpinseln
Danach nur noch in etwas Sesam oder Mohn wälzen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze etwa 20 Minuten goldbraun backen. Die fertigen Bagels dann aus dem Ofen holen, auf einem Auskühlgitter abkühlen lassen und danach servieren. So sehen die fertigen Bagels dann aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.